Wunderschön die Ostsee früh am Morgen. Menschenleerer Strand. Ich habe ja erst gedacht, wie 3 Uhr aufstehen. Warum? Aber Ja. jetzt sehe ich, dass es sich gelohnt hat. Da kann man auch mal abschalten. Einer der Gründe, warum Angeln für mich so schön ist. Wie kalt ist die Ostsee im Moment? Ja, ich schätze 12 bis 14 Grad. Das erste Mal, dass du jetzt mit der Warthose ins Wasser Ja, gehst? das ist das erste Mal. Wir sind unterwegs auf Fischland Darß-Zingst. Malerische Orte, urwüchsige Natur und ihre Lage zwischen 2 Gewässern machen die Halbinsel zu einem beliebten Urlaubsziel. Für Wassersportler und für Besucher, die Ruhe und Weite suchen. Dazu Kultur und ganz viel Fischer- und Seefahrertradition. Entdecken Sie mit uns das Land zwischen Ostsee und Bodden. Im Nordosten Deutschlands, auf halbem Weg zwischen Rostock und Rügen, liegt die Halbinsel Fischland Darß-Zingst. Wir machen Wassersport in Wustrow, segeln von Ahrenshoop über den Saaler Bodden und erleben Strand, Natur und Kunst in Prerow, Wiek, Born und Zingst. Von Barth aus starten wir einen Rundflug. Aber jetzt geht es erstmal ins Wasser. Wie geht's denn jetzt mit dem Angeln? Ja, ich würde sagen, auswerfen, so weit wie möglich und einfach einkurbeln. Ja, die Schnur richtig festhalten, langsam nach hinten und nach vorne schwingen. Und nochmal ein Tipp, stell dir vor, du hast einen Stock, wo ein Apfel drauf gespießt ist. Und deine Aufgabe ist es, den Apfel wegzuschmeißen. Und der ist aber auf die Spitze gespießt. Dann würde man ja auch in dem Moment den Stopp machen, damit er wegfliegt in dieser Richtung. Und das ist genau der Moment, wo du die Schnur loslassen solltest. Okay, das ist, ja, gut. Gutes Bild. Ich versuch's. Okay, es war jetzt nicht so weit, aber komm, es hat funktioniert. Es hat funktioniert, das ist schon mal gut für den allerersten Auswurf. Das immer mit der Hand zurückklappen. So, Genau. und jetzt, Jetzt kannst du dann einkurbeln. Genau. oh, ich möchte, dass jetzt einer dranhängt, damit du so richtig beeindruckt bist. Ganz ehrlich, wenn jetzt einer dranhängt, wäre ich total beeindruckt. Ich glaube, ich wäre selten beeindruckter gewesen, wenn jetzt einer dranhängt. Nach hinten, genau, locker, nicht verkrampfen. Und beim Schwung nach vorne. Ja, es wird immer weiter. Sehr gut. Toll! Das waren doch bestimmt jetzt schon 6 Meter. 10. 10? Toll. Und mit der Hand umklappen. Genau. Ich glaube, ich hab was. Nein, war Spaß. Du bist aber nicht drauf reingefallen. Tja, mit Anglerlatein kennt Oliver Thees sich eben aus. Schon als Kind entdeckte er seine Leidenschaft und wann immer es seine Zeit erlaubt, zieht es ihn ans Wasser. Weil die Ostsee in Strandnähe flach ist, können wir hier einfach so stehend im Wasser angeln. Ich bin ja auch ein bisschen ehrgeizig, ne? Ich will das dann auch hinkriegen. Ja. Mir reicht das jetzt nicht, dass du sagst, du wirfst jetzt schön weit. Ich will jetzt auch was dran haben. Wenn wir heute einen kriegen, bringen wir ihn in die Pfanne, aber Ja, nein, ich finde das ja auch in Ordnung, dass man die dann isst. Wirklich. also Judith, jetzt geht's los. Ich habe einen dran. Du hast einen Aal oder sowas. Ja, das ist ein Hornecht, ja. Ein Hornhecht ist das. Soll ich den Kescher holen? Nee, das geht so. Und den kann man mitnehmen und der wird dann nachher gegessen. Ich bringe ihn nach vorne. Ja. Also ich esse die ja auch. Aber wenn man sie vorher noch so lebendig sieht, ist immer was anderes. Das ist natürlich Quatsch. Wenn man sie isst, dann sollte man sie auch fangen können. Trotzdem würde ich ihn jetzt gerne zum Tierarzt bringen. Angeln hat schon etwas Meditatives. Die besinnliche Morgenstimmung macht einen Fang fast zur Nebensache.
Aber Oliver freut sich über sein Erfolgserlebnis. Tatsächlich ist es so, dass ein geangelter Fisch eigentlich das beste Nahrungsmittel ist. Weil im Vergleich zu einem Fisch, der vielleicht lange schon im Netz hängt und Stress hat, ist der jetzt nur kurz an der Angel. Aber das ist dann ja, der geringstmögliche Stress. Also ich würde sagen, viel, viel weniger als die zum Beispiel durch Fischerei gefangen werden. Also in dem Sinne ist Angeln da eine sehr, sehr nachhaltige Nahrungsbeschaffung, wenn man das so will. Könntest du dir vorstellen, ohne Wasser zu leben? Nee, Ohne tatsächlich. das Angeln? Nee. Ich bin ja hier aufgewachsen und ohne Wasser und ohne Angeln glaube ich auch nicht. Ihr möge es mir verzeihen, aber ich glaube, Ich glaube, das kann jeder verstehen. das ist so, ja. Wir genießen noch ein wenig den Morgen und die Ruhe am Meer. Nun wollen wir weiter in den Darßer Urwald. Wer hier durch will, muss das Auto stehen lassen, denn der Wald gehört zum Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft und da gelten strenge Schutzmaßnahmen. Radfahren ist in dieser naturbelassenen und ruhigen Umgebung ein entspannendes Erlebnis für Körper und Sinne. Auf dem Fahrrad soll man Fischland das Zingst am besten erkunden können. Und ich sitze jetzt gerade erst seit ein paar Minuten drauf und muss sagen, es stimmt. Denn wir fahren jetzt hier durch den Wald und es riecht so sehr nach Grün, nach Pflanzen, nach Farnen, nach Tannen. Und die Vögel zwitschern, ein richtiges Naturerlebnis. Und ich bin sicher, wenn wir gleich zur Ostsee kommen, wird es noch mal toller. Was fotografiert ihr? Blumen oder Insekten? Blumen! Wie schön! Hallo! Hallo! Dieses Vogelgezwitscher, toll. Nur Naturgeräusche, sonst nichts. Und jetzt kommt das Meer in Sicht. Der Stolz aller Darßer, der Weststrand, urwüchsig und wild. Schön. Die Natur macht am Strand, was sie will. Und das darf und soll sie hier auch. Wow, weißer Sandstrand. Und lustig sind die Bäume. Das müssen die sogenannten Windflüchter sein. Die sind so schief gewachsen, weil der Wind immer, ich glaube von Westen oder so, egal, er kommt von einer bestimmten Richtung. Und deswegen flüchten die Bäume vor dem Wind und sind komplett schief gewachsen, die Kronen. Sehr lustig. Ein Geheimtipp ist der Weststrand längst nicht mehr. Hallo, hallo. Hallo. Na, du bist ja ein wuscheliger, schöner Hund. Bist du Urlauberin oder lebst du hier? Nein, wir sind Urlauber. Kommen aber schon 20 Jahre her, 3-mal im Jahr und wir genießen das hier. Was ist so schön an Fischland das Zingst, dass man seit 20 Jahren hierher kommt? Genau das. Genau das. Na, du hast keine Strandkörbe, du hast keinen Massentourismus. Die Ruhe, das Meer, das Natürliche einfach hier. Am Meer ticken die Uhren anders. Die Zeit scheint gemächlicher zu fließen. Wir geben allerdings jetzt erstmal Gas und heben ab in Barth auf dem Festland. Ich verschaffe mir jetzt einen Überblick. Wenn Pilot Mike Ahlfeld in die Luft geht, dann aus reiner Freude. Früher arbeitete er in verschiedenen Führungspositionen in mittelständischen Unternehmen. Dann tauschte er den Computer gegen das Cockpit, um hauptberuflich zu fliegen. Auf geht die wilde Fahrt. Ach toll. Ich habe
eigentlich Höhenangst, aber im Flugzeug geht das immer. Ja. Du hast auch Höhenangst? Ja, das Problem ist immer, wenn man vor so einem Abgrund, weißt du, so Höhen, die dann so eine... Aber hier im Flugzeug stört mich das gar nicht. Ja. Komisch, ne? Zunächst geht es in Richtung Dars. Und hier sieht man schon, wenn man rausguckt, rechts, wie viel Wasser zu der Region gehört, ne? Aber es ist teilweise gar nicht auf den ersten Blick zu erkennen, was Bodden ist und was Ostsee ist. Den Unterschied siehst du gleich. Schon an der Farbe des Wassers. Bodden ist so grün-braun. Und ziemlich undurchsichtig. Und Ostsee wirst du gleich sehen, ist richtig schön türkis. Die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ist dem Festland vorgelagert und trennt dadurch einen Teil der Ostsee von der Küste ab. Diese so entstehenden Lagunen heißen Bodden. Im Laufe von Jahrhunderten bildete sich ein imposantes Netz an Lebensräumen mit einer reichhaltigen Tier- und Pflanzenwelt. Rechts unter uns taucht der kleine Ort Born auf. Ausgedehnte Flächen werden vom Gut Darß bewirtschaftet, einem Biobauernhof. Den wollen wir uns später auch noch ansehen. Weiter geht es in Richtung Darßer Ort, dem nördlichsten Zipfel der Halbinsel. Ein Großteil vom Darß ist mit Wald bedeckt. Jetzt kann man das schon sehen, dass der Darßwald so eine Besonderheit hat. Siehst du, dass das so hellgrün, dunkelgrün gestreift ist? Ja, wie so ein Zebra. Genau. So wie das Land sich mal angelagert hat, hier so in dieser Wellenform, das sind so Sanddünen. Oder überhaupt Dünen, das ist also wie so eine Rüffelplatte, musst du dir vorstellen, so Hügel und Täler. Auf den Hügeln steht der dunkelgrüne Nadelwald und in den Tälern der hellgrüne Laubwald. Beeindruckend, wie die Naturgewalten hier die Insellandschaft formen. Unter uns der Weststrand, einer der schönsten Strände hier, weil man halt auch nicht mit dem Auto hinkommt. Ne? Alles, was nördlich davon ist, also was links jetzt davon ist Kernzone Naturschutzgebiet, da darf keiner mehr hin. Darf man auch nicht spazieren gehen? Nein. Was bedeutet dir das Fliegen? Das Fliegen ist für mich eigentlich, ja, das ist schon, man ist losgelöst von diesem ganzen Tagesgeschäft. Ne? Man ist auf sich gestellt und man ist nicht erreichbar. Also es gibt kein Telefon, es gibt keinen Stress, man ist einfach irgendwie mal kurz, das ist wie eine kurze Auszeit. Die leider auch für uns viel zu schnell vorbei ist. Dafür haben wir großartige Eindrücke im Gepäck. Haben wir doch gut hingekriegt, oder? Du, im Urlaubsflieger machen die immer so. Bitte nicht, bitte nicht. Das ist total gemacht. Super. So sieht Küstendynamik aus. Sand wird an einer Stelle abgetragen und an anderer wieder angespült. Eine Halbinsel in ständigem Wandel. Fast der komplette Darß zählt zum Nationalpark. In Born schauen wir uns an, wie man in einer solchen Schutzzone Landwirtschaft betreibt. Gut Darß ist ein Biobauernhof, einer der größten in ganz Deutschland. Hier wird aber nicht nur gearbeitet, wo andere Urlaub machen, sondern auch damit andere Urlaub machen können. Denn als Erlebnishof lockt das Gut Familien und Schulklassen an. Abenteuerlustige Besucher hangeln sich durch den Kletterpark. Wer es ruhiger mag, trainiert beim Minigolf seine Treffsicherheit. Wir wissen, jetzt geht der Kampf los hier um das. Oh, sag mal, also, so frech bist du? Oh, du bist auch der Größte hier, weil du am meisten dir zu essen holst, ne? So, das ist ja jetzt wirklich Erlebnis hier. Auf jeden Fall. Oh, guck mal. So, warum bist du denn so frech? Der Futterneid ist groß, ne? Ja. Nein, aber wir haben das extra deswegen gemacht, weil wir sind ja noch ein aktiver Landwirtschaftsbetrieb
Und die Rinder, die wir haben, oder die Wasserbüffel, die wir haben, die können sie natürlich nicht streicheln. Ne? Und hier können sie wirklich hautnah die Tiere mal zum Anfassen haben, dass die Kinder mal reingehen können. Das ist das Schöne, ne? Dass jeder auch, ne, die aus der Stadt sind, die vielleicht nicht so viel Kontakt zu Tieren haben, wirklich mal solche Tiere mal kennenlernen können. Guck mal, jetzt siehst du, jetzt sind da vorne welche an dem Automaten. Jetzt sind die Tiere sofort weg. Oh Ne? ja, guck mal, die gehen ja quasi in den Automaten In rein. den Automaten. Ne? Die Liebe geht durch den Magen bei denen. Sag mal, ihr kriegt da ja gar nichts raus. Der holt sich ja alles selber. Genau. Freundchen. Aber die ganze Zeit schon. Die wissen genau, wie das geht. Die kennen das schon. Soll ich dir mal helfen? Guck mal, ich habe was gerettet für dich. Willst du? So, jetzt. Jetzt mach die Hand auf und lass sie fressen. Ja? Wir füttern gleich die kleinen Ziegen. Schon weg. Können wir bitte Was möchtest du jetzt sehen? zu den Kühen? Woher weißt du denn, dass es hier Kühe gibt? Wegen den Muhen. Ach, du hörst die. Ja? Sehr gut. Ja, guck mal, dann gehen wir jetzt gemeinsam zu den Kühen. Finde ich super. Im Stall stehen nur noch wenige Kühe. Die meisten grasen im Sommer auf der Weide des Ökobetriebes. Ist das Leben für eine Kuh schön auf dem Darß? Das hoffe ich doch. Nein, also der Darß ist ja eine wunderschöne Gegend, ne? Also mit schönen Ecken. Und das ist ja das Besondere unseres Betriebes. Wir sind ja ein Landschaftspflegebetrieb. Ne? Das heißt, wir pflegen die Gegend hier. Wir haben ja sehr viel Grünland hier. Wir sind auch Partner des Nationalparks und unsere Rinder gehen dann dorthin, um diese Kurzrasigkeit dann sicherzustellen. Ne? Damit dann Bodenbrüter dort brüten können, ne? Dass wir dort Also das, was auf den Nordseeinseln die Schafe machen, diese Deichpflege und so, das machen hier auf dem Darß die Rinder? Genau. Bismillah. Jetzt gehen wir einmal zu den Pferden darüber. Ne? Da siehst du unsere Stuten mit Fohlen. Ne? Und die Fohlen, die dabei sind, da sind welche, die sind erst 1, 2 Wochen alt. Und da sind welche dabei, die bestimmt schon so 3 Monate alt sind. Ist das nicht toll? Oh. Kleine Hundertchen. Vor 20 Jahren übernahm Marc Fiege mit seiner Familie das Gut. Die Pferdezucht hat der gebürtige Münsteraner mit hergebracht. Das hier, das ist eins unserer ältesten Fohlen. Guck mal hier, jetzt kannst du hier ganz vorsichtig, kannst du hier mal ein bisschen, genau. Ne? Guck mal, die sind nämlich noch ganz sensibel und die kennen das noch nicht so gut, ne? Mit so vielen Menschen. Ne? Und die sind ganz neugierig. Guck mal, jetzt kommt hier die eine Mama, die schiebt sie natürlich zur Seite. Und guck mal, wie neugierig die alle sind. Guck mal, Jude, da geht doch dein Herz auf, wenn wir jetzt bei den Pferden sind. Auf. Wie viele Pferde habt ihr hier auf dem Gut? Wir haben auf dem Gut so roundabout 80 Pferde. Ne? Aber das sind nicht alles unsere Pferde. Ungefähr die Hälfte, knapp die Hälfte sind Einstaller, fremde Pferde, die dann als Rentner hier sind oder auch Zuchtpferde oder junge Pferde. Ach, wie schön. Man kann als Pferd seinen Ruhestand hier auf dem Darß genießen. Genau, das gibt es alles. Marcs Liebe zu Pferden kommt nicht von ungefähr. In seiner Jugend war er selbst begeisterter Reiter. Du warst ja richtig erfolgreich in deiner aktiven Karriere, ne? Ja, wir haben uns Mühe gegeben damals. Was war der höchste Titel, den du je erreicht hast beim Reiten? Der höchste Titel war eigentlich Europameisterschaft der jungen Reiter oder bei der FISA die Europameisterschaft der ländlichen Reiter. Oder eigentlich, gut, wenn man das Titel nennen kann, ich war auch Studentenreiter, da sind wir sogar Weltmeister geworden. Kriegst du ein bisschen Gänsehaut. Die Gelegenheit, mit einem Weltmeister auszureiten, bekommt man nicht alle Tage. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Los geht es über die weitläufigen Flächen am Bodden. Jetzt liegt ja ein Teil eures Gutes im Nationalpark. Was bedeutet das für euch als Landwirte? Also, der Nationalpark ist ja was Besonderes. Ne? Das ist ja so der höchste Naturschutzstandard, den es gibt. Und wir sind als Landwirte dort ja, Landschaftspfleger. Wir dürfen dorthin, wir dürfen die Flächen bewirtschaften. Also wir dürfen da unsere Tiere zum Grasen hinbringen. Theoretisch dürfen wir da auch einen Schnitt machen und Futter zu ernten. Aber dadurch, dass wir dort nicht nachsehen können, dass wir dort nicht Dünger streuen können oder sowas, hagert diese Fläche halt aus und ist halt vom Ertrag halt minderwertig. Ne? Und da steht halt eher der Naturschutz, die Artenvielfalt im Vordergrund, ne? Sodass wir mit unseren Tieren dort drüber weiden, aber eigentlich sozusagen den Erhalt dieser offenen Landschaft dann sicherstellen.
Die gewaltigen Überflutungsflächen, an denen wir vorbeireiten, sind Teil einer groß angelegten Renaturierung. Während zu DDR-Zeiten das Gebiet mit Hilfe von Entwässerungsgräben urbar gemacht wurde, ist das Wasser heute wieder da, wo es ursprünglich einmal war. Und dann nähern wir uns einer Tierherde, die für Deutschland ziemlich ungewöhnlich ist. Wasserbüffel sind als Landschaftspfleger wie geschaffen für diese Feuchtgebiete mit ihrem Salzgras. Das wollen wir uns aus der Nähe anschauen. Prompt nehmen die imposanten Wasserbüffel die Witterung auf. Unsere Pferde allerdings auch. Oh, jetzt haben sie festgestellt. Oh. Da sind die Büffel. Nee. Also ich gebe gerade das Signal für Geh los. Aber Mit keinerlei Wirkung in mein Gesicht, der Büffel. Komm mal her. Geh mal gucken. so. Los, trau dich. Sushi. Komm. Komm, Sushi. Komm. Wir gehen gucken. Komm. Guck mal, nix. So, mein Pferd ist stehen geblieben und möchte nicht näher ran an die Wasserbüffel. Und deins auch nicht. Nee, das ist ein bisschen suspekt hier. Aber wie du siehst, hier haben wir eine Herde von 30 Wasserbüffeln, die hier in dieser Renaturierungsgebiet dafür sorgen, alles freizuhalten. Und du siehst hier das Wasser und das Grünland, das ist halt prädestiniert für den Wasserbüffel, weil der gerne schwimmen geht, der badet gerne oder besser, er suhlt sich. Und gerade im Sommer brauchen die das auch, um ihre Temperaturen runterzubekommen. Und an allen Stellen, wo die Wasserbüffel hier offenbar stehen, haben wir immer entweder eine natürliche Suhle oder wir haben eine geschaffen für die. Aber es ist ja oft so, man ist dann im Urlaub und dann sieht man Menschen, die dort arbeiten und denkt sich, haben die es gut. Ja. Die haben die ganze Zeit Urlaub. Ja. Aber in Wirklichkeit seid ihr eben auch am Arbeiten und könnt es nicht genießen, ne? So richtig. So kann man es sagen, weil eigentlich beneiden uns immer ganz viele, weil wir den Strand hier haben. Aber ehrlich gesagt kann ich meistens immer an 1 oder 2 Händen abzählen, wie häufig ich wirklich am Strand bin. Pro Jahr. Pro Jahr. Ne? Mit den Hunden geht man schon das ein oder andere Mal an den Strand mal spazieren. Aber so richtig, dass man einen Strandtag macht, wo man sich hinlegt und einfach nur Ruhe hat, selten. Ja. Der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft ist mit knapp 800 Quadratkilometern der drittgrößte in ganz Deutschland. Dass diese Region extrem schützenswert ist, das lernen hier schon die Jüngsten. Wenn Junior Ranger fischen gehen, dann aus rein wissenschaftlichem Interesse. Die Darßer Dachse, Kinder der 4. und 5. Klassen aus Prerow, treffen sich regelmäßig und lernen spielerisch alles über tierische und pflanzliche Bewohner der Küstengewässer. Also hier kann man mit einer, das ist so eine Becherlupe, da kann man dann richtig reingucken. Und ja, ihr könnt schon mal anfangen. Und größere Funde machen wir nachher hier rein, weil wir wollen ja nichts kaputt machen. Wir haben ja auch wieder so ein Jahresmotto. Hier lebe ich, hier bist du Gast. Also es ist ja immer so eine Herausforderung, mit den Junior Rangern hier Sachen zu erforschen, zu fangen, anzugucken. Und das wollen wir natürlich dann machen, ohne was zu zerstören oder so, ja. Das heißt, die Tiere, wenn ihr welche findet, werden lebendig da reingesetzt. Ja, natürlich, genau. Und kommen noch unbeschadet wieder ins Wasser. Das ist der Plan. Da geben wir uns immer ganz viel Mühe. Mal schauen, was die jungen Naturschützer direkt am Ufer alles finden. Darf ich mal gucken? Oh ja, Das Wassertierchen. ein grünes Wassertierchen. So, was haben wir denn hier? Und das ist ja grün. Hier sind, so, da war Hier, irgendein Wurm. das ist es. See? Seeringelwurm. Ein Könnte das sein? Baby-Seeringelwurm. Ja. Die Ostsee ist ein besonderer Lebensraum. Aus der Nordsee strömt Salzwasser herein, Flüsse und Niederschläge bringen Süßwasser. So, jetzt haben wir einen Hering. Ja, 2. Sagt ihr. 2 Stück. Pass auf. Vermuten wir. Es sieht so aus. Also schimmern so silber. Das ist wie so ein Wurm. Du musst Ja, das sind ja auch noch ganz kleine. Wir müssen ja erstmal wachsen.
Und Hering wird ja auch immer weniger. Und wenn man dann sowas hier sieht, so ein bisschen Nachwuchs, dann freut man sich ja auch. Ja. Dass es noch ein bisschen Hering in der Ostsee gibt. Um einen Fang bestimmen zu können, müssen die Junior Ranger schon ganz genau hingucken. Ich würde ja fast sagen, was hat der für eine Schnauze? Ja. Der hat so Eine Spitze? ja, so leicht gespitzte. Also siehst du die spitze Schnauze? Das ist für einen Hering nicht so typisch. Ja. Und dann diese lange Rückenflosse, weißt du? Was habt ihr da? Das ist ein Fisch. Wir gehen davon aus, dass das ein Hornhecht ist. Ein kleiner Hornhecht? Ja. Die Hornhechte haben doch türkisfarbene Gräten, ne? Ja, diese blau-grünen Ja. Gräten, ne? Ja. Ja, genau. Das ist ja toll. Und ganz markant ist ja jetzt diese durchgängige Rückenflosse, ne, die wirklich durchgeht. Deswegen kann das ein Hering eigentlich nicht sein. Es wäre ganz gut, Ich wenn mach. du vielleicht mit einem Köcher mitnehmen würdest und wieder mit. Ich setze ihn weiter rein. Machen wir den Deckel ab? Ja, ich würde den aber auch gerne noch was. Wir wollen ja kein Tier irgendwie einen Qual antun. Ne? Wir wollen es jetzt einfach nur mal den Kindern gerade zeigen, ne, was unsere Ostsee in dem flachen Bereich schon zu bieten hat. Obwohl es ja der Ostsee immer schlechter geht. Und nee, wir wollen ja auch die Tiere so schnell wie möglich wieder in ihren natürlichen Lebensraum reinsetzen, damit sie noch ein langes und erfülltes Leben haben. Ne? Was glaubst du, was kann eure Arbeit hier mit den Kindern bestenfalls bewirken? Auf alle Fälle das Verständnis für den Nationalpark gerade bei der jungen Generation wecken, weil es halt so, dass die wahrscheinlich mal irgendwann die Ranger der Zukunft werden. Könntet ihr euch das vorstellen, Ranger werden? Ja. Ja. Dann machen wir jetzt mal weiter, ne? Genau. Ja. Kescher nehmen und nochmal hier vorne lang kessern. Naturschutz hautnah erleben. Herrlich. Hast du auch schon was gefangen? Nö. Er macht jetzt. Ach so, du fängst gerade erst an? Schlau mit Schuhe ins Wasser zu gehen. Zieh doch einfach aus. Alle gefunden. Oh. Ey, Leute, ich hab Hast du die im Wasser gefunden oder lag die schon draußen? Ja. Also das ist jetzt hier ja so eine Ohrenqualle. Ne? Das sieht man hier so an diesen 4 Kreisen auf der oder in der Oberfläche, diese Öhrchen. Und hatte so Beine. Damit dann so eine Krabbe, glaube ich. Fischstäbchen. Da kannst du auch keine Fischstäbchen draus machen. Ja, ich sehe es. Wir kochen wir die heute Abend auf dem Herd. Okay. Darf ich auch mal gucken? Das ist ja so klein. Wie ein Fisch. Der Fisch ist super schnell. Die Kinder haben auf jeden Fall Spaß. Ich möchte mal reingucken. Lass doch mal so halb fest. Ja, kannst du besser machen. Es herrscht ein wildes Durcheinander. Die Forscherlust ist spürbar. Und das hier macht allen gute Laune. Schick, schnack, schnuck. Du hast gewonnen, du bist Strandhafer. Ich bin Strandhafer. Ich bin Welle. Ein Spiel zur Dünenentwicklung. Wir wandeln uns von einer Welle über Strandhafer bis hin zu einer Kiefer. So genau versteht wohl niemand die Regeln, aber das macht nichts. Spaß haben wir trotzdem. Auch wenn man wie ich verliert. Und wir spielen jetzt. Schnick, schnack, schnuck. Ah, du hast gewonnen. Ich bleibe Strandhafer. Unsere Reise führt uns jetzt nach Wustrow. Die schmale Landzunge zwischen dem Festland und dem Dars ist das Fischland. Im ehemaligen Seefahrerort probieren wir eine für mich neue Wassersportart aus. Wustrow gibt es seit dem 13. Jahrhundert. Der Ort war seit jeher von Fischerei und Seefahrt geprägt, was man auch in der Kirche sieht. Heutzutage zieht es vor allem Touristen hierher. ...205 Kilometer Radwege gibt es auf Fischland Darß-Zingst insgesamt. Nicht schlecht für eine Halbinsel, die gerade einmal 45 Kilometer lang ist. Wer hier ankommt, landet übrigens in einer echten Filmkulisse.
In der Actionkomödie The Investor spielen die Betreiber der Surfschule mit und es geht ihnen ordentlich an den Kragen. Um im Film die drohende Pleite abzuwenden, leihen sie sich nämlich Geld von einem Waffenhändler. Damit hättet ihr wohl nicht gerechnet, hä? So scheiße. So eine Ostsee ist doch wirklich was Schönes. Moin. Hey, Tagchen. Ich melde mich zum Sport. Oh wei. Aber Hi. surfen ohne Helm. Ja, ich setze ihn gleich ab, ist nur vom Fahrradfahren. Hallo. Ach, Judith. Ich habe Lust auf ein bisschen Wassersport. Okay. Und kann nix. Das ist das Allerbeste, wenn man keine Ahnung hat. Dann kann man die selbst beigebrachten Fehler, die braucht man nicht wegzulernen. Am besten Genau. bei Null anfangen. Ich fange bei Null an. Na, ist doch gut. Also ich pumpe jetzt mal den Schirm hier auf, aber eigentlich gehört es ja mit dazu, dass man den selber aufpumpt. Deswegen übergebe ich das jetzt hier mal an dich. Ne? Also einfach nur pumpen und immer schön die Knie gehen, Rücken gerade, weißt du ja. Ne? Haltung ist alles im Leben. Was pumpen wir denn jetzt hier auf? Wir pumpen jetzt den Wing auf, also eigentlich das Teil, was du in der Hand hast nachher, mit dem du dich auch fortbewegst. Das heißt, man hat kein Segel wie beim Windsurfen, sondern diese Diesen Luftmatratze. Flügel. Luftmatratze, die ja bei dir in der Hand hältst und die den Vortrieb erzeugt. Ne? Sag mal, Okay. und jetzt noch mal zur Theorie. Also ich stehe auf einem Subboard Ja. und halte das selber in der Hand. Normalerweise. Ohne einen Baum, wie bei einem Windsurfsegel. Ich kann es dir einmal vormachen. Du würdest es so festhalten, kannst es so auch steuern. Aha. Komm, versuch mal gleich. Und wenn, ist aber nicht schwer jetzt, ne? Und wenn jetzt der Wind, Naja, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt unten auf so einem wackeligen Subboard noch ja, wir stehe. haben ja ein ziemlich großes Subboard. Das kriegt ja dann auch Stabilität, wenn du fährst. Ne? Na, das kann ja heiter werden. Aber Zeit zum Zweifeln bleibt nicht, denn zum Strand sind es nur ein paar Meter. Immerhin, seit rund 30 Jahren haben Olli und Martin Erfahrung mit Surfanfängern. Das kann man auch lernen in meinem Alter noch, ja? Locker. 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 Junge Frau. Jungsches Ding. Ah, du machst das doch auch nicht, hast du gesagt. Ja, aber ich hab's gemacht. Ich habe im Surfen alles erreicht. Da kann man auch mal sich ein bisschen zurückziehen und surfen lassen. Wie war denn Surfen in der DDR? Oh, das war total putzig. Erstmal wurden zum Anfang, da war keine Bretter. In der DDR gab's ja nichts. Nee, aber da haben die alle, mein Vater ist glücklicherweise Bootsbauer. Da haben die eine Form abgenommen von einem Westbrett und dann selber gebaut, getuppelt. Durfte man das? Hat keiner Von einem gefragt. Westbrett? Nee. Hat keiner gefragt, hat keiner geantwortet. Welche Vorlage hattet ihr denn? Ihr habt das Brett gehabt, aber ihr habt ja keinen Surflehrer gehabt, oder? Selber. Einfach so irgendwie ausprobiert. Ja, man hat sich auch viel verletzt. Also, weil der hat mich so eine schöne Gummimatten. Da gab es einfach Sandpapier und der wurde raufgeklebt. Aber wir sind gesurft. Also wir dachten, wir surfen. Ja. Wie war das denn damals für dich? Das war auf den Binnenseen total spannend. Auf der Ostsee war Windsurfen verboten. Ach, ihr durftet gar Wir nicht. durften nicht surfen. Ne? Wäre es möglich gewesen, mit einem Surfbrett zu flüchten in den Westen? Ja, ich hatte auch die Idee, aber dann stand ich nachts an der Ostsee, in Der Hagen stand ich mal. Nee, hab ich ja nicht getraut. Ne? Was würdet ihr denn sagen, wie sind die Bedingungen heute für mich als Anfängerin Super. zum Lernen? Leider wenig Wind. Zu unseren Schülern sagen wir immer, super. Aber heute sind sie schon sehr, sehr bescheiden. Und wir müssen jetzt mal ein bisschen improvisieren. Also Action. Sag mal, wo du jetzt Action sagst. Ne, stopp, stopp, stopp. Das Wasser ist auch so kalt. Kurze Verschnaufspause. Ihr habt das sogar schon mal in einem Hollywood war es nicht. Hollywood. Also fast Hollywood. So weit würde ich nicht gehen, Aber es ja. war ein Filmplakat wie bei einem Hollywood-Film. Da hat doch Henry Hübke mitgespielt. Und der ist ja auch zweifacher DDR-Meister im Brettsegeln gewesen. Da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis. Weil unter dem machen wir es nicht. Hieß das in der DDR Brettsegeln? Ja, sie ist Brettsegeln. Ja. Das hieß sogar Stehbrettsegeln. Nee, hieß es nicht. Brettsegeln. Nur reicht's aber, Martin. Also, die waren dusselig, also so dusselig waren sie nicht. Stehbrettsegeln. Brettsegeln. Geht mal raus. Also viel Spaß. Und dann denken, kein Körper, kein Handstand und nicht mit den Beinen zuerst. Ich mache einmal vor, du machst nach. Ja. Okay? Ja. Also wieder raufgehen, in den Fersensitz, den Schirm über den Kopf nehmen, festhalten und dann langsam aufstehen. Ja. Okay. Theoretisch habe ich das verstanden. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber so hat er es gehabt.
Aufstehen jetzt, ne? Vorderen Fuß nach vorn. Aufstellen, mit dem Telemarken. Und jetzt wird's knifflig. Jetzt steht sie. Yay. Genau. Und jetzt? Und jetzt den Wing leicht nach vorn. Nach vorn? Genau heißt so. das nach vorn? Ja. Und die Hinterhand ein bisschen ranziehen. So. Genau. Genau so. Aber super Balance. Okay, hier ist schon wieder der Ja, ist es. Strand. Lass alles los und wieder vorsichtig aufs Brett. Ah, kann nicht. Oder Lob an Land. Mach ein paar Schritte vorwärts. Kannst du auch machen. Und immer locker in den Hüften bleiben. Immer locker in den Hüften. Einwandfrei. Super. Kaum denkt man, man hat den Dreh raus. Selbst Martin kommt ins Straucheln. Dabei beherrscht er das Surfboard eigentlich im Schlaf. Aber auch Könner brauchen eine steife Brise. Oder wenigstens ein laues Lüftchen. Und davon ist heute nichts zu spüren. Es herrscht absolute Windflaute. Die ersten Versuche dieser Sportart gab es bereits in den 80er Jahren. Aber erst zu Beginn des Jahrtausends nahm die Entwicklung des Wingsurfens Fahrt auf. Ja. Genau, und jetzt aufstehen. Yay! Mehr Sicherheit auf dem Board bedeutet heute allerdings nicht mehr Geschwindigkeit. Ich fühle mich eher wie eine Schnecke als wie ein rasanter Wellenreiter. Na gut, Wellen, die man reiten könnte, gibt es heute ja auch nicht. Ja, da geht die Luzi ab. Ehrlich gesagt bin ich erleichtert, dass ich wieder festen Boden unter den Füßen habe. Also Judith, gut gemacht. Also, ich habe eine Ahnung davon bekommen, was das für ein Sport ist. Und ich glaube, mit mehr Wind hätte es mir auch richtig Spaß gemacht. Ja, das war leider ein bisschen wenig Wind. Das tut mir auch leid. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Ich komme einfach wieder, wenn mehr Wind ist und wenn es wärmer ist, weil ich fand es auch ganz schön kalt in der Ostsee. Okay. Also Wustrow, auf Wiedersehen mit mehr Wellen, Wind und Wärme. Auf die Witterung kann man sich am Meer eigentlich nie verlassen. Nur eines ist sicher, Retterwetter ist immer. Auch wenn die Sonne mal nicht scheint, Saison ist Saison. Und damit Dienstzeit für die Rettungsschwimmer des DLRG. Und guck sie dir an. Ja. Frieren sich den Arsch da draußen ab. Ja. So. Angekommen an der Surfschule. Aber siehst du, ich habe ja gesagt, hier ist was los heute. Die haben wieder einen Kurs. Wenn es rappelt, ist die Bremse angezogen. Ja. Nimmst du die Funkgeräte? Ich nehme den Schlüssel. Temperatur nicht gut, aber Strand ist voll. Ja. Naja, ist eine Schulklasse, glaube ich, wieder hier, ne? Ja, Von sieht der zumindest Surfschule. so aus. Naja. Anne Garms und Thorsten Erdmann sind selten nur aus Spaß am Strand. In der Hochsaison kommen täglich bis zu 12.000 Badegäste und nicht wenige unterschätzen die Strömungen in der Ostsee. In Notfällen muss die DLRG sofort zur Stelle sein. So. Ja, hier bei uns im Pero. Lass mal Licht rein. Genau. Haben wir 4,5 Kilometer Strand. Verteilt. Auf dem Strand verteilt sind 7 Rettungstürme. Und zu Spitzenzeiten sind wir 22 Rettungsschwimmer, die den Strand bewachen. Und wir sind jetzt hier auf der Surfschule, auf einem unserer Türme und verbringen hier unseren Wasserrettungsdienst ehrenamtlich am Strand von Prerow. So, dann lass uns mal einen Blick reinwerfen, Ja. ob der vollständig ist. Aus ganz Deutschland kommen die Rettungsschwimmer, die häufig ihren Sommerurlaub opfern, um ihren Dienst auf dem Wachturm zu versehen. Ehrenamtlich wohlgemerkt.
Ob lebensbedrohliche Situationen, Sonnenstich, Kreislaufkollaps oder Muskelkrämpfe, sie müssen auf alles vorbereitet sein. Okay, Checkliste wieder rein und dann hoffen wir, dass wir den Rucksack heute nicht brauchen. Dann ist es ein guter Wachtag. Obwohl heute nicht viel los ist am Strand, passiert plötzlich doch noch etwas. Eine Surferin fällt vom Brett, das sofort davontreibt. Zum Glück hat der Surflehrer aufgepasst und eilt mit seinem Motorboot sofort zu Hilfe. Ja, das ist eine klassische Situation. Sie hat jetzt versucht, hinter dem Surfbrett hinterher zu schwimmen. Das ist aussichtslos. Wir sehen das, was wir für eine starke Strömung haben. Und da muss man als Schwimmer oder als Wassersportler gar nicht erst versuchen, hinterher zu gehen, weil ihr da eigentlich schon die Kraft fehlt jetzt. Und wäre jetzt gar nicht auszumalen gewesen, wenn sie versucht hätte, hinterher zu schwimmen. Das Brett ist jetzt schon 200 Meter weiter weg. Also das geht gar nicht. Deswegen immer treiben lassen, aber nie das Leben riskieren. Das ging noch mal gut. Deshalb die Bitte der Rettungsschwimmer, nur an bewachten Stränden ins Meer gehen. Der Dars ist der mittlere Teil unserer Urlaubshalbinsel. Das trubelige Prerow lockt Touristen und Einheimische gleichermaßen an. Seeräuber, schwedische Herrschaft, Sturmfluten, Prerow hat einiges erlebt. Jahrhundertelang ein Dorf der Bauern, Fischer und Seefahrer, ist der Ort heute beliebtes Ziel der Urlauber, auch als Zwischenstopp bei ausgedehnten Fahrradtouren. Einst, als die Seefahrt florierte, lebten über 100 Kapitäne in dem kleinen Ort. Farbenprächtiges Relikt aus diesen Zeiten, die aufwendig geschnitzten und bemalten Türen, mit denen die Darßer ihren Wohlstand zeigten. Am Strand von Prerow treffen wir die Künstlerin Manuela Ramoth. Bei einem Strandspaziergang schaut sie stets auf den Boden, denn sie sucht und sammelt Dinge, an denen andere achtlos vorbeigehen. Oh, warte mal, hier. Das können wir gebrauchen? Ja. Das Gestrüpp. Das ist wunderbar grafisch und ich mag grafische Sachen. Und das können wir garantiert sehr gut verarbeiten. Okay, dann halte ich jetzt mehr Ausschau nach sowas, nach Seegras. Sehr gerne, genau. Also hier sowas hier können wir alles mitnehmen? Ja, können wir alles wunderbar verwenden. Also das sind ja jetzt Dinge, die würde wahrscheinlich kein Urlauber mitnehmen nach Hause. Ich habe das noch nie mit nach Hause genommen. Muscheln aber schon als Erinnerung. Was machst du damit? Am liebsten Papier schöpfen. Weil im Papier kommen die noch mal so richtig schön ins Fließen und breiten sich noch mal richtig schön aus. Das Seegras? Ja. Oh, hier. Ist das gut? Das sieht doch interessant aus. Sieht mega aus, vor allem mit den Seepocken. Ganz toll. Wird aber auch mega stinken. Ja? Ja, weil die leben noch. Die leben noch? Die Muscheln. Es ist noch Fleisch drin, was verwest. Richtig. Das wollen wir nicht. Wird ich glatt. Sehr gut. Können Sie weiterleben. Richtig. Oh, hier, guck mal, was Rotes. Oh, das ist ein sehr schönes Bündel, weil da ist ja alles drin. Ne? Da Ja. sind die roten drin, da sind ein bisschen braune drin. Grün. Fantastisch. Jetzt nimmst du mich öfter mit, ne? Klar. Also der Hauptteil hier drin ist von dir, ich merke das schon. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu deinem Beruf zu machen? Das Sammeln von Dingen, von Fundstücken am Strand und daraus dann Kunst zu machen? Grundsätzlich habe ich schon immer gesammelt. Und Künstlerin wollte ich auch schon immer sein. Und dann irgendwann kam alles zusammen. Also bis 2019 hatte ich einen Brotjob, habe eine Tankstelle geleitet, 16 Jahre lang. Eine Tankstelle? Ja. Das ist ja maximal entfernt von dem, was du jetzt machst. In Berlin vor allem. In Berlin, Hotspot. Tankstelle und habe aber meine Kunst immer nebenbei gemacht. Kunst war immer Thema. Und jetzt hat sie dich mit Haut und Haaren. Ja. Die Kunst. Jetzt voll in.
Manuelas erste Ausstellungsobjekte waren Fischdosen, in denen sie Steine fantasievoll zu Fischen arrangierte. So, herzlich willkommen, Judith. Hier sind wir bei Frau Dosenfisch. Das ist ja schön. Toll. Jetzt weiß ich auch, warum wir Gestrüpp gesammelt haben. Ja. Jetzt erschließt es sich mir. Seegras, Algen, vom Wasser geschliffenes Glas oder Holz. Manuela kann alles gebrauchen. Und die ganzen Artefakte, die gefundenen. Genau. Ich schöpfe aus dem Vollen. Ich bin steinreich und schöpfe aus dem Vollen. Das ist ja toll. Dann sortierst du die nach Form? Genau. Nach Thema, nach Form, nach allem. So, Judith, ich bin dafür, dass wir jetzt mal Papier schöpfen. Total. Was hältst du davon? Ja. Das heißt, das ist jetzt einfach, also Papier, was man so kennt. Genau. Eingeweicht. Eingeweicht und püriert. Mit dem Pürierstab. Mit dem Pürierstab aus der Küche. Gemixt, genau. Wir brauchen das ja fein, damit es jetzt so richtig schön schwimmen kann. Das können wir dann gerne da auch reinmachen. Alles hier, diese feinen Sachen. Mit Sand? Mit Sand können wir das ruhig machen, ja. Einfach reinschmeißen? Kannst du gerne machen. Super. Toll. Ich habe noch nie Papier geschöpft. Dann herzlich willkommen in der Papierwelt. Ich bin total gespannt, wie man das macht. Darf ich? Ja. Reinschubsen? Mhm. Es ist immer ein bisschen Zufall, was Richtig. reinkommt und was nicht. Genau. So wird Papier geschöpft. Als nächstes kommt es hier auf den Stoff und so viel Wasser abnehmen wie möglich. Und das können wir jetzt einfach aufhängen. Und weil Papier ja bekanntermaßen geduldig ist, muss es jetzt warten und trocknen. Während es draußen mittlerweile in Strömen gießt, suche ich mir Inspiration. Ich mache dir noch ein ganz bisschen Papier. Ach, jetzt darf ich auch mal probieren? Ja, ja. Jetzt habe ich schon die schönsten Sachen da alle reingeschmissen. Also, da sind ja noch ganz viele schöne Sachen drin hier. Okay, dann ist gut. Ich muss sie nur erwischen. Richtig. Und wenn das trocknet, bleibt das dann an Ort und Stelle? Ja. Und da oben ist eine Schlangensonne. Wunderbar. Warte mal, wie war das jetzt? Jetzt soll ich das abnehmen, ne? Richtig, genau. Und dann ganz ruhig, also keine Hektik. Das rutscht nicht runter. Im Gegenteil, wenn man Stress macht, dann würde es runterrutschen. Okay. Ja. Das wird jetzt mein neues Hobby, das weiß ich jetzt schon. Wirklich, das finde ich ganz toll. Ich soll das hochnehmen jetzt? Genau. Dein erstes Papier. Aber meinem Glück fällt das jetzt runter. Nö, das hält. Als ich reinkam, dachte ich, oh, wie sympathisch. Sie hat auch keinen Platz für ihre Wäschespinne und macht es mitten im Laden. Toll. Wunderbar. Voll stolz. Erstes Papier. Danke. Das ist klasse, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Sehr gerne. Wieder was gelernt. Ja. Nach dem Trocknen fehlt nur noch die Signatur. Landschaft mit Schlangensonne. Wunderschön. Judith Rakers. Als höchstes Gebäude Preros war sie einst Fixpunkt für Seefahrer, die Seemannskirche. Bis heute ist sie nicht nur aktives Gotteshaus, sondern auch Anlaufpunkt für Touristen. Keine Kirche im gesamten Ostseeraum nennt mehr Schiffsmodelle ihr eigen. Ein Förderverein kümmert sich liebevoll um den Erhalt des Gebäudes und seiner Ausstellungsstücke. Zeitzeugen der Darßer Geschichte.
Der Darß ist eine Halbinsel der Seefahrer. Früher gewesen und heute auch. Und hier in der Kirche sieht man sehr viel von dieser Vergangenheit. Wir sehen hier die schönen Schiffsmodelle, die auch schon sehr alt sind, teilweise aus dem 18. Jahrhundert schon hier gestiftet von Seeleuten. Also das sind die typischen Schiffe, mit denen die Preower und die Darßer auch gefahren sind. Also um die ganze Welt am Ende. Gestiftet wurden die Modellschiffe von Seeleuten, die sie meist in jahrelanger Arbeit selbst bauten und der heimischen Kirche aus Dankbarkeit und Verbundenheit schenkten. Der Ortskern von Ahrenshoop liegt an der Ostsee, doch wir starten im Ortsteil Althagen am Saaler Bodden. Nach Althagen kommt man ganz bequem mit dem Fahrrad. Das Schöne an den Radwegen auf der Halbinsel, es geht fast immer am Wasser entlang. Herrliche Ausblicke inklusive. Ist das schön hier. Direkt am Hafen, wenn es morgens noch ruhig ist, wird an einer Stelle schon gearbeitet. Um 9 Uhr gehen nämlich die Öfen in der Fischräucherei an. Was sind das jetzt alles für leckere Fischarten? Zum Beispiel hier haben wir Aale. Die kommen nachher gleich in den Ofen rein. Saiblinge. Das ist ein lachsartiger Fisch. Ja, lecker ist der. Hier haben wir rosa Fleisch. Dann haben wir noch Forelle. Die kommt von der Müritz. Kriegen wir jeden zweiten Tag frisch auf Eis geliefert. Alles können wir nicht selber fangen, geht leider nicht. Dann haben wir noch Rotbarsch, Halbut, Lachslocken, die werden vom Lachs gemacht, also vom Bauchlappen. Ne? So, dann werden wir anfangen mit reinhängen. Ne? Gerne. Das ist gemütlich, ne? Weil Du hast ja jetzt schon so ein bisschen was vorbereitet. Die sind alle ausgenommen, ne? Die sind ausgenommen, alle. gesalzen. Und jetzt kommen sie in den Ofen. Das erste muss immer der Aal rein, Und warum streichst du die jetzt so ab? weil sonst haben die nachher so weiße Flecken vom Salz. Ach, Die sind ja aus der Salzlacke gekommen. Ne? Salz, das muss noch runter, weil sonst hat man nachher richtig Salzflecken drauf. Jetzt eine weiße Schicht nachher. Sieht aus wie eine Salzstange. Kann ich einfach mithelfen, rausheben? Natürlich. Wann hast du das denn hier alles vorbereitet? Das haben wir heute Morgen fertig gemacht. Teilweise nur vor Wasser gekommen, ne? Und dann muss man fix vorbereiten. 6:30 haben wir angefangen. Muss alles in Salz rein dann. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Feuer machen, damit der Hitze kriegt. Was ist das für ein Holz? Das ist Buchenholz. Bringt am meisten Wärme und auch recht viel Geschmack. Ne? Das heißt, je nach Holzart würde der Fisch jetzt auch anders schmecken? Ja. Buchenholz ist nicht so, ist ein bisschen milder vom Geschmack her. Geräuchert werden die Fische traditionell in Altonaer Öfen, das heißt über offenem Holzfeuer. Wer kommt denn zu euch, um hier zu essen? Sind das eher Einheimische oder Touristen? Das ist unterschiedlich. Also viele Einheimische auch und viele Touristen kommen auch. Ne? Im Sommer ist noch richtig brechend voll, ne? Hochsaison. Ne? Ich könnte ja auch anfangen, ne? Zumindest anreichen. Ein bisschen auf jeden Fall. Ne? Das machst du schon mal ganz ordentlich. So, 1, 2, 3. So. Wie lange wird hier schon Fisch geräuchert in der Region? Was würdest du schätzen? Region? Ewig schon. Das haben wir zu DDR-Zeiten auch schon gemacht. Ja, bloß da hast du hier zu der Zeiten keinen gekriegt. Ne? Da hauptsächlich die Urlauber gekommen waren, die haben welche bekommen. Ja. Weil man sagt ja nicht, umsonst früher, zu der Zeit haben sie gesagt, ne? Grün gefangen, braun geräuchert, schwarz verkauft. So hieß das früher. War das nicht eine begehrte Tauschware auch? Auch Tauschware. Zu DDR-Zeiten, wenn man so einen Das war schönen auch geräucherten Tauschware Fisch gewesen, ja. anbieten konnte? Wenn man zum Beispiel Maschinenersatzteile braucht oder irgendwas für die Boote, ne? Dann hast du den genommen gehabt, ne? Und hast den dann eingetauscht. Ja. Auch wenn du Bierware haben wolltest. Du bist runtergefahren zur Brauerei, hast 2 Kisten Fisch abgestraben und ruckzuck war mit die Gabelstapel unterwegs waren. Und Budweiser und Radeberger rangefahren haben. Ja. Ach, irgendwie ist das doch auch schön, oder? Jo. Ich hab was hast du? Tauschen wir ein bisschen. So, und wollen wir einen Butterfisch? Butterfisch. Butterfisch war das hier. Jo. Oder eine Fische. Oder eine Fische. So, das war's jetzt erstmal. Toll. Bin gespannt.
Wie lange räuchert das jetzt? Jetzt brauchen wir knapp 3 Stunden. 3 Stunden? Ja. Da habe ich schon eine Idee, was ich in der Zeit mache. Das freut mich für dich. Wir wollen auf den Saaler Bodden, und zwar mit einem Ceesboot. Noch Mitte des vergangenen Jahrhunderts holten Fischer mit diesen Traditionsseglern Zander, Hecht und Barsch aus den hiesigen Gewässern. Engagierten Bootsliebhabern ist es zu verdanken, dass mit dem Niedergang der Boddenfischerei nicht auch die Boote verschwanden, auch wenn sie heute vor allem touristisch genutzt werden. Moin! Moin! Hallo! Komm hier vorne zwischen die Wanden, hältst dich fest. Ja, kannst überall, reißt nichts kaputt. Hier? Genau. Heißt das Schiff Blondine? Ja, na selbstverständlich. Nur für unsere Gäste. Hallo. Hallo Judith, willkommen an Bord. Dankeschön. Wir werden eine schöne Reise machen auf unserem Bodden bei Sonnenschein und wenig Wind. Reicht der Wind? Das reicht zum Segeln allemal. Ganz laues Lüftchen. Man denkt, es ist windstill sogar, oder? Hier im Hafen ja, das sieht draußen doch immer etwas anders aus. Okay, ich bin total bereit. Und wenn ich irgendwie mithelfen kann, sagt ihr mir Bescheid. Wenn ich nur dekorativ sitzen soll, kann ich auch. Erstmal Deko. Ist schön warm heute. Ein Dreher jetzt gemacht, der Wind. Und jetzt Leinen los. Ganz ohne Motorkraft schiebt sich die tonnenschwere und knapp 100 Jahre alte Blondine aus dem Hafen. Wie das rausgleitet, ne? 10 Tonnen. Ganz sanft, ne? Geht das los. Das ist das Schöne am Segeln, dass es keinen Krach macht. Mhm. Der Name der einstigen Fischerboote leitet sich von ihrem Fanggeschirr ab. Eine Art Schleppnetz, der sogenannten Zese. Also was ist das Besondere an den Zesenbooten? Sind Flachbodenschiffe, ne? In dem Sinne, dass die extra dafür gebaut sind, für diese Boddengewässer. Die Boote extra hierfür konzipiert. Ja, Flachbodenschiffe in dem Sinne, die haben nur Rumpftiefgang von 1,10 Meter, ja, um gerade auch überall, wo es sehr flach ist, hinzukommen. Ja. Wie tief ist denn der Bodden hier? Der Bodden ist selber, sage ich immer wunderschön, so eine flache Flunder. Da reden wir eher so über eine Durchschnittstiefe hier so von 2,5 Meter. Somit sagen wir auch als Einheimische, wer am Bodden ersäuft, ist zu faul zum Laufen. So, wir gehen jetzt das ist gut. Die Cees- oder Zesenboote gibt es nur in vorpommerschen Boddengewässern. Ihre charakteristischen rot-braunen Segel zieren etliche Reiseführer und Postkarten. Dabei hatte die Farbe ursprünglich rein praktische Gründe. Um die Segel haltbarer zu machen, tränkten die Fischer sie einst mit Leinöl, Rindertalg, Lebertran und Eichenrinde. Das ist aber ein schönes Leben, oder? Du, Augen auf bei der Berufswahl. Herrlich entspannt gleiten wir übers Wasser und genießen die Ruhe hier draußen. Fühlt sich wirklich nach Traumjob an. Was ist dir denn lieber, der Bodden oder die Ostsee? Ich habe mein ganzes Leben mehr oder weniger auf dem Wasser verbracht. Ich bin über alle 7 Meere gefahren, wie man so schön sagt, 47 Jahre lang. Das war mein Beruf. Und im Ruhestand lässt mich das Wasser auch nicht los. Da fahre ich dann jetzt auf den Ceesbooten und dann mit netten Gästen. Also das ist das Ruder hier, ja? Das ist das Ruder hier achtern und das ist die Ruderpinne, mit der du das Ruder bewegst. Mhm. Und du guckst als Steuermann immer nach vorne und siehst, in welche Richtung sich das Boot gerade dreht. Im Moment geht es nach links, also nach Backbord. Jetzt zieh mal die Pinne zu dir ran. Und da hinten ist der Hafen, ne? Da ist der Hafen, wo das weiße Segelboot ist. Da müssen wir hin. Ich muss zu dir, wenn wir nach links wollen, ne? Richtig. Also so irgendwie entgegengesetzt. Und wir wollen dahin zu dem weißen Segelboot. Siehst du das? Ja. Okay. Da wollen wir hin. Mhm. Was macht das mit dir, wenn du auf dem Wasser bist? Dann freue ich mich. Dann ist das ein glücklicher Tag für mich. Und am zufriedensten bin ich, wenn ich am Ruder sitzen kann und das Schiff übers Wasser steuern. Und das heißt, dass dieser Moment ein schwieriger für dich ist, weil ich das jetzt tue? Nein, gar nicht. Ich freue mich, dass du das auch versuchst zu beherrschen. Ja. Und dann allen erzählen kannst, du hast so ein großes Schiff über den Bodden gesteuert.
Guck mal, wo du hinfährst, Judith. Oh, ja, weil ich wieder auf dich gucke. Ja, das ist, Und so das begeistert. ehrt mich, aber Zum Glück hat Wolfgang den Überblick behalten und so passieren wir unfallfrei die Hafeneinfahrt. Übrigens, 2018 wurden Sees-Boote als immaterielles Kulturerbe Deutschlands geadelt. Als wir unsere Anlegestelle erreichen, schlägt uns bereits ein köstlicher Duft entgegen. Räuchermeister Thilo war in der Zwischenzeit offensichtlich fleißig. Riecht schon so lecker. Sind Sie die Schlange? Stehen Sie an? Nee? Da, okay. Sag mal, das Geschäft läuft ja schon. Natürlich, Ha? immer. Ihr macht ja erst in 10 Minuten offiziell auf. Dort mockt aber nichts. Leute kommen, gibt's was. Das war's denn schon? Ja, danke. Das ist 18,53. Das So, möchte ich. jetzt bin ich aber mal gespannt. Und ich glaube, ich nehme wirklich, also eigentlich würde ich am liebsten alles probieren, aber so eine Lachslocke. Eine Lachslocke. Machen wir doch. Lachslocke. Die heißen so, habe ich heute gelernt. Ja. Möchtest du gleich essen? Möchtest du gleich essen? Ja, ich möchte gleich essen. Was nehmt ihr? Wisst ihr schon? Ich nehme ein Stück Aal und du, was Ich nehme ein Stück Butterfisch. Oh, lecker. Ja. Schwarzbrot? Was würdest du empfehlen? Schwarzbrot. Ja, dann nehme ich Schwarzbrot. Weißbrot können die Bayern essen. Habt ihr schon öfter hier Räucherfisch gegessen? Ja. Ja, Ja? wir waren schon mal hier. Ja, wir kennen das. Hm? Und ist gut? Wir machen immer Wunderbar. einen Abstecher, wenn wir mit dem Rad Ja. durchkommen. Dann machen wir immer einen Abstecher. Ja. Und dann essen Kann wir man unser wirklich Fisch hier. empfehlen. So, jetzt haben wir Hunger. Ja, ich würde euch auch gar nicht abhalten vom Essen. Ja, hier der Fisch. Das sieht gut aus. Jetzt bin ich gespannt. Oh, sehr gut. Das ist fantastisch. Freut mich. Aber es soll auch so sein. Oh, lecker. Er ist ganz saftig, ganz zart und extrem wohlschmeckend. Und ich habe mir extra Salz mitgebracht, weil ich eigentlich alles nachsalze. Aber das muss man nicht nachsalzen. Total lecker. Kann ich verstehen, dass die hier alle kommen. Schon 10 Minuten, bevor es überhaupt geöffnet hat. Vom Ortsteil Althagen am Saaler Bodden geht es jetzt in den Hauptort Ahrenshoop auf der Ostseeseite. Ein ganz besonderer Zauber umgibt das einst verschlafene Fischerdorf. So zumindest empfanden es auch die Maler, die hier vor mehr als 100 Jahren eine Künstlerkolonie gründeten. Und sie weiß alles darüber. Andrea Krüger. Wer etwas über Ahrenshoop, die Künstler und ihr Schaffen erfahren möchte, ist bei ihr an der richtigen Adresse. Und auch wer lieber einen Bogen um Museen macht, obwohl sich dieses durchaus lohnt, kann mit ihr auf den Spuren der damals so beseelten Künstler wandeln. Aber wie niedlich, oder? Ja, Diese schön, Häuser. ja. Richtig schön. Mit den Reddächern. Hier sagt man Rohrdächern. Rohrdächer sagt man hier? Ja, Ach so. vom Schilfrohr. Schilfrohr. Daran erkennt man immer den Einheimischen oder den Gast. Ah, okay. Der von Reddächern spricht, ist nicht von hier. Doch wie man schilfgedeckte Häuser auch nennen mag, sie faszinierten die Maler genauso wie die Landschaft. Auf dem Kunstpfad kann man die Gegend durch Künstleraugen sehen. Ja, hier haben wir jetzt Station 1 erreicht. Das ist das erste Gemälde hier auf unserem Kunstpfad. Und das ist ein Gemälde von Hugo Jekyll. Und Habe ich noch nie gehört, wenn ich ehrlich bin. Nee, das hat auch seinen Grund, weil Hugo Jekyll einer der unbekanntesten Maler war, der damals hier in der Künstlerkolonie agierte und hier halt auch Gemälde malte. Aber er hat sie halt dann nicht verkauft. Und weil er sie nicht verkauft hat, ja, kannte ihn zum Schluss keiner, weil das Gemälde ja bei keinem im Wohnzimmer hing. Und warum hat er sie nicht verkauft? Also er hatte das Glück, eine sehr reiche Frau zu heiraten. Und die ermöglichte ihm hier ein tolles Leben. Und das ist jetzt die Düne, auf der wir stehen? Oder? Das ist, genau, das ist der Hintergrund des Kunstpfades. Es sind immer die Orte, an denen die Maler die Gemälde gemalt haben. Also hier ist viel mehr Vegetation, ne, als Ja, auf dem ja. Bild. Genau. Das heißt, man kann hier also richtig sehen, auch wie Landschaft sich verändert, ne, Ja, über die ja. Jahrzehnte. Ja. Ja, jetzt bin ich gespannt auf die nächste Station. Ja. Ein Ort als Muse, idyllisch und authentisch.
Wie kam es überhaupt dazu, dass Ahrenshoop von den Künstlern entdeckt wurde? Ja, das war eigentlich Ende des 19. Jahrhunderts so ein neuer Hype, der entstand. Vorher war es ja so, dass die Maler, so wie Caspar David Friedrich eben auch, nur in die Natur gingen, um Zeichnungen anzufertigen und zu skizzieren, dann aber in die Ateliers gingen und das dann vollendeten. Das war jetzt aber neu, das wollten die Maler nicht mehr. Sie wollten jetzt die Natur malen, wie sie wirklich vor Ort zu finden ist. Und deshalb gingen sie raus in die Natur. Und der Erste, der diesen Ort, so sagt man zumindest, entdeckte, war Paul Müller-Kempf. Und zu dem kommen wir jetzt gleich am nächsten Standort. Das ist ein Gemälde von Paul Müller-Kempf jetzt. Eher zufällig spazierte der Landschaftsmaler einst hier entlang und war sofort verzückt. Hier haben wir jetzt den Paul Müller-Kempf mit seinem Blick auf Ahrenshoop. Und das ist 1890, also zur Jahrhundertwende entstanden. Und das spiegelt ja eigentlich die Situation wider, in der Paul Müller-Kempf diesen Ort entdeckte. Und der Ort war ja noch klein, ne? Es sind Ja, ja der war einfach noch nur so ein paar Rehdachhäuser. Ja. Oder wie sagt man hier? Rohrdach. Rohrdachhäuser. Genau. Aber auch hier kann man das eben sehr schön sehen, was wir auch bei Hugo Jekyll gesehen hatten. Das ist ja auch diese Dünenlandschaft noch gewesen, durch die er hier quasi in den Ort gekommen ist. Mit niedrigem Gras eigentlich. Ne? Ja. Und wir haben jetzt hier richtig Ja, Bewuchs. auch- Und es gab noch keinen Küstenschutz, weil das ist doch sicher Küstenschutz Ja, hier, oder? das ist, die Buhnen sind eine Maßnahme des Küstenschutzes. Auch noch nicht da. Nee, Ja. den gab es damals noch nicht. Weil das ist interessant, wir sind hier an der Abtragsküste. Das heißt, die Ostsee kommt hier mit ziemlicher Wucht an und stiehlt uns den Sand, wenn man so will. Und um das so ein bisschen zu verhindern, die Wucht der Wellen so ein bisschen einzudämpfen, hat man dann halt diese Buhnen gesetzt, um das so ein bisschen zu verhindern. Verhindern können wir es nicht. Seid ihr Paul Müller-Kempf dankbar dafür, dass er Ahrenshoop zu einer Künstlerkolonie gemacht hat? Der Ort war das Ende der Welt hier. Und ja, dadurch, dass die Maler hierher kamen, belebten sie den Ort natürlich und brachten hier ja, so ein bisschen neues Leben rein. Und dadurch ist sehr zwiespältig. Dadurch, dass sie hierher kamen, haben sie das Leben natürlich völlig verändert. Andererseits haben sie natürlich auch ein bisschen Wohlstand in den Ort gebracht. Ne? Ja, dann freue ich mich aufs nächste. Ja, alles klar. Also los und weiter im Slalom, denn wir sind nicht die Einzigen, die mit dem Rad unterwegs sind. Ja, in der Hochsaison ist hier was los auf dem Ja, Weg, ja, oder? ja, ja. Darf man dann trotzdem Fahrrad fahren hier? Ja, darf man. Also, aber das sorgt natürlich auch mal ein bisschen für Konfliktpotenzial. Es kommt natürlich mal darauf an, wie man auch im Wald reinruft. Ne? Ja. Aber hier ist es eben total schön, ne? Wenn man hier runter guckt. Also ich mag das total gerne hier. Oh ja, toll. Eine klassische Promenade hat Ahrenshoop nicht. Dafür diesen naturbelassenen Pfad mit grandiosen Blicken aufs Meer. Da oben haben wir dann die nächste Station. So, und jetzt die Kunst. Was lernen wir hier? Hier lernen wir viel. Oh, eine Frau. Das ist ja toll. Anna diesmal- Gerresheim. Es gab auch Frauen, die hier malten. Welche Rolle haben die Frauen gespielt in der Künstlerkolonie Ahrenshoop? Also die Frauen in der Künstlerkolonie spielten am Anfang keine große Rolle. Für die Frauen war es damals sehr schwierig, überhaupt erst mal eine Ausbildung zu bekommen in der Landschaftsmalerei, weil sie ja nicht an staatlichen Universitäten Kunst studieren durften. Das war ja damals noch nicht so. Und so mussten sie sich in privaten Malschulen halt ausbilden lassen, was natürlich auch immer ein bisschen teurer war. So, und hier sehen wir schon, ne? Früher wurde gemalt und jetzt wird fotografiert. Ja, Guck mal, da das- vorne ist ein Shooting. Es war auch früher, Ehemann fotografiert Ehefrau. Ja, es war auch früher wirklich so, als die ganzen Künstler hier dann waren, dass es natürlich auch damals die Malmotive gab, die wie heute die Foto-Hotspots sind. Und der hatte das mal, Edmund Edel hieß der hat das so ein bisschen satirisch beäugt. Der hat gesagt, man hätte überall eine Nummer ranhängen können, ne, was die Maler halt auch gemalt haben. Nur ein paar hundert Meter entfernt, mitten im Ort, hätte man ebenfalls eine Nummer anbringen können. Das Dornenhaus, hier in der Version von Elisabeth van Eycken, einer der Gründerinnen der Künstlerkolonie. Die um 1660 erbaute Bauernkarte gehört zu den ältesten Häusern der Region. Ihren Namen erhielt sie von den beeindruckenden Weißdorn-Windflüchtern in Mecklenburg Dornenbäume genannt.
Heute beherbergt das Dornenhaus eine Galerie mit ständig wechselnden Ausstellungen. Daneben Keramiken, allen voran die Fischland-Keramik, die sich durch traditionelle Motive und eine aufwendige Ritzmaltechnik auszeichnet. Bei einem Bummel durch den Garten geht selbst Kunstmuffeln das Herz auf. Originelle und ausgefallene Skulpturen bringen Besucher zum Staunen und Schmunzeln. So macht Kunst Spaß. Und damit heißt es für uns auf Wiedersehen, Ahrenshoop. Jetzt geht's auf die Südseite des Boddens. Wir machen einen Abstecher aufs Festland zum Recknitzberg und sind dann wieder zurück auf der Halbinsel in Wiek. Wenn Martin Hagemann Kaffee aufsetzt, braucht er keinen Herd. Der Naturführer bietet Kochkurse der wilden Art an. Eine Feuerstelle reicht ihm, die Zutaten findet er am Wegesrand. Du gehst einfach so los in die Natur und guckst, was man so kriegen kann als Zutat? Ja, das ist etwas, was mich tatsächlich zutiefst fasziniert, dass man sich aus der Natur ernähren kann. Die Menschheit hat das Jahrtausende gemacht und wäre ja ausgestorben, wenn sie es nicht gemacht hätten. Die Geschmacksbandbreite der wilden Kräuter ist so, das fasziniert mich. Je nach Jahreszeit sucht Martin nach Kräutern, Wurzeln, Beeren oder Pilzen und entdeckt dabei fast vergessene Küchenschätze. Hier wird es langsam schon spannender. Können wir mal ein bisschen gucken. Guck mal, da ist schon mal was Besonderes. Kennst du das, was in der Mitte da so klein und dunkelgrüner ist als die anderen? Das hier meintest du, ne? Ja, das kenne ich nicht. genau. Was ist das? Naja, ich würde ja jetzt sagen, steck mal in den Mund. Ja, wenn du das sagst, mache ich das. Also Das schmeckt aber krass. ist heftig, ne? Weil ich habe vorhin so geschwärmt von den Genüssen. Ne? Die ist schon also sehr heftig eigentlich so. Ne? Also eigentlich schmeckt die nicht, würde ich mal so sagen. Doch. Ich musste mich da aber auch ranschmecken. Okay. Also ich habe beim ersten Mal ausgespuckt. Und weil die so heftig ist. Aber wenn man dieses Bitter wegdenkt, dann hat die Aroma. Und dieses Aroma hat was. Und wenn du bitter mit süß kombinierst, Ja? dann kommt eine total coole Kombi raus. Und es gibt einen Nachtisch, die heißt die Waldelfenspeise. Die wird aus diesem Die Waldelfenspeise? Und jetzt müssen wir erst mal auflösen, was das ist. Das ist der Gundermann. Oder die Gundelrebe auch genannt. Die Natur ist für Martin eine gewaltige Schatzkammer. Regional und saisonal zu essen ist für ihn Pflicht und Genuss gleichermaßen. Wir haben hier schon wieder was Ungeplantes Neues. Oh ja. Den Spitzwegerich kennst du ja bestimmt Den auch kenn als ich. Medizin. Ne? Richtig. Als Hustenmedizin, ne? Als Entzündung gegen Mückenstiche zum Beispiel. Ich hab so ein bisschen Asthma-Probleme. Okay. Ah, ja. Und Danke. wenn ich Husten habe und der nicht weggehen will, dann ist der Spitzwegerich super. Der ist ja auch in ganz vielen so klassischen Dingen aus der Apotheke mit drin. Die Ne? Tees und so weiter. Und hast Ja. du hier die frischen, jungen Blütenstände schon mal gegessen? Die sollen nussig schmecken, stimmt das? Nee, nicht Probier nussig? mal, probier mal. Das ist ganz was anderes. Das ist ganz ein anderer Geschmack. Es erinnert mich an irgendwas, aber ich weiß komm. nicht an was. Na, ein Champignon. Stimmt. Das ist der totale Pilz. Ja. Wer sich langsam an die wilden Gaumenfreuden herantasten will, mischt kultivierte und wild wachsende Pflanzen je nach Gusto. Man muss nicht immer nur die Kräuter nehmen, die auf der Erde wachsen, sondern tatsächlich auch Baumblätter gehen. Und hier, dieses Lindenblatt, das ist noch zart und grün. Ganz mild. Und das, Leichtes Aroma. wie würdest du das zubereiten? Das ist Lindenblätter eine wie ein Salat. Salat? Das ist tatsächlich die total schöne Salatgrundlage. Ich finde das so toll, weil Lindenblätter habe ich noch nie gegessen. Ah, Du siehst du? erweiterst Na, meinen Horizont. Das freut mich. Dankeschön. Das ist toll. Und hier steht auch noch was man nehmen kann und wofür man nicht mal ein Körbchen braucht. Weil Klettenlabkraut. Kann man auch essen. Ich würde auch nur wieder die obersten Spitzen nehmen. Verrührend. Lustig. Guck mal. Ich bin das Körbchen.
Wie reagieren denn die Menschen, mit denen du diese Naturführung machst zur wilden Küche? Sind die überrascht, was man alles essen kann? Ja, ich habe natürlich auch viele Skeptiker dabei, die da gar nicht ran wollen. Und dann gerade auch die Männer, ne? Da meinen sie, oh, probiert doch mal. Und dann hatte ich auch mal so Leute dabei, wo ich denke, na, die stehen sonst nur am Grill, ne? Und Fleisch. Und wenn die dann gehen bei der Verabschiedung und sagen, und das Spannendste waren die Kräuter, dann habe ich gedacht, alles richtig gemacht. Unkraut existiert für Martin nicht. Er unterscheidet nur zwischen essbar und giftig. Ich nehme mal ein bisschen mehr, weil Giersch kann man gar nicht genug haben, finde ich. Aber das ist ein interessanter Satz, weil jeder Gärtner würde diesen Satz nicht unterschreiben. Giersch kann man gar nicht genug haben. Ich sage immer einfach aufessen, das ist doch das schönste Gemüse. Ja. Also Giersch in die Küche statt auf den Kompost. Und dann geht es an die Zubereitung. Kann ich auch irgendwas machen? Und mit Ja, na guck mal, unsere Kräuter müssen wir ja noch verarbeiten, ne? Mal sortieren hier mein ganzes Ja, das war die Knoblauchrauke, hier, Ja. Brennnessel. Da ist sie. Ich habe nur so Ja, ich will kleinere sie. Spitzen. Das war der Spitzwegerich, das war der Gundermann. Willst du schon mal hacken und ich mache die anderen hier so ein bisschen... Okay. Und dann unsere Funde nur noch mit Butter vermengen. Lecker Kräuterbutter vom Wegesrand. Noch besser als Gemüseanbau zu Hause. Ist für ganz Faule. So. Und dann müssen wir das nur aufstülpen. Das Sauerteigbrot hat Martin in einem gusseisernen Feuertopf, dem sogenannten Dutch Oven, über offenem Feuer gebacken. Und mal ehrlich, selbstgemacht schmeckt immer noch am besten. Dazu unsere Butter-Eigenkreation Mehr geht nicht. Bin ich gespannt. In die Sonne scheinen. Brot vom offenen Feuer. Ich brauche nicht mehr. Ist das schön. Also für mich war das ein perfekter Vormittag. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit dir hier das gemacht zu haben. Dankeschön. Das ist das Schönste, was man hören kann als Ja. Naturführer. Oder ich bin ja kein Koch, ne? Aber so mit der wilden Küche. Ich finde es toll. Derart entspannt und gestärkt freuen wir uns auf unsere Weiterreise, die uns wieder auf die Halbinsel führt. Zurück auf dem Dars. Am Bodstedter Bodden liegt der kleine Ort Wiek. Sein Hafen ist bei den Urlaubern, vor allem den Radfahrenden, nicht nur wegen seines Ausblicks beliebt. Denn hier wartet ein Snack, den es so sonst nirgendwo gibt. Es sieht aus wie ein Fischbrötchen, riecht wie ein Fischbrötchen und ist doch außergewöhnlich. Hallo. Von dir habe ich schon gehört. Von mir hast du schon gehört? Ja, und von deiner berühmten Fahrradrikscha. Ach ja. Mir wurde nur gesagt, ich soll das unbedingt ausprobieren, das sei ein Highlight. Aha, okay. Was hast du denn? Matjes mit Sanddorn Mango, mit so einer Konfitüre drauf. Oder Matjes mit Pflaumenmus. Matjes mit Pflaumenmus. Das hört sich außergewöhnlich an. Ist es auch, aber schmeckt. Schmeckt das wirklich? Das schmeckt wirklich. Machst okay, du mir einen? Gut, mach ich dir. Ja? Musst du dich sehr konzentrieren oder darf ich dich was fragen? Kannst mich alles fragen. Wie kommt ein Schauspieler an eine Fahrradrikscha auf dem Dars? Ja, ich bin ja hier groß geworden auf dem Dars. Also ich komme hier aus Wiek und dann war ich ein paar Jahre unterwegs in Leipzig an der Schauspielschule. Ach so, Pflaumenmus wolltest du haben, ne? Ja, guck mal, ich habe dich jetzt doch abgelenkt. Naja, ging ja schon. Genau, also Leipzig an der Schauspielschule, dann war ich ein bisschen unterwegs am Theater da in Leipzig, dann war ich in Jena, dann bin ich ein bisschen rumgekommen in Hamburg, in Bremen, Du warst Hannover. am Ohnsorg-Theater. Am Ohnsorg-Theater war ich jetzt am Schluss. Und ja, mittlerweile habe ich 2 Kinder und dann ist es natürlich schön, wenn man nicht mehr so viel durch die Gegend ziehen muss. Ja, und man kennt dich aus dem Fernsehen, ne? Notruf, Hafenkante, glaube ich, Soko Wismar, ne? Ja, so ein paar Sachen habe ich da schon gemacht. Ja. So, dein Pflaumenmus ist fertig. Dankeschön. Bitte schön. Oh je. Ein bisschen Angst. Salzig.
Das ist ganz gut. Ja? Ja. Das kommt ja erst so nach einem Moment. Ne? Erst hast du das Salz und den Matjes und dann kommt so die leichte Süße. Radfahrer halten gern am Hafenweg für eine Verschnaufpause oder eine kleine Zwischenmahlzeit. Während wir hier sprechen, hat sich eine kleine Schlange gebildet. Ja. Von Menschen, die uns zugucken. Ich weiß nicht, ob die sie, haben Hunger. Das sind die ob sie hungrigen Hunger Wölfe. haben oder ob sie nur gucken wollen. Hast du nicht den Magen knurren schon? Ich würde dich jetzt mal kurz einfach deines Amtes walten lassen, dass du ein bisschen Fisch verkaufen kannst und komm dann gleich wieder zu dir. Alles klar. So, dann geht er los hier. Zweimal Matjes-Brötchen. Zweimal Matjes. Mit Sanddorn wahrscheinlich. Einmal mit Sanddorn und einmal, was war das andere? Pflaumenmus. Pflaumenmus. Genau, hab ich doch vorher gehört. Wer sagt's denn? Es gibt noch mehr Mutige. Jetzt würde ich aber gerne noch sehen, wie sie reinbeißen. Und? Genial. Es schmeckt, ne? Ja. Man hat so ein bisschen Angst, ne? Hatte ich auch beim Kauen, weil man denkt, oh Gott. Aber ist gut, ne? Und das mit dem Pflaumenmus? Super. Das schmeckt. Man kommt nicht auf die Idee, Nee. aber... Manchmal muss man seine Geschmacksknospen eben herausfordern und ihnen auch mal was Neues bieten. Wie auch seinem Publikum. Tim als erfahrener Bühnenmensch weiß, wie er seine Gäste bei Laune hält. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand mal fragt, so, ist der Fisch denn auch frisch? Ja, natürlich ist mein Fisch frisch, ist ja ganz klar. Ne? Aber manchmal bin ich lustig drauf und sage ich, nee, der ist von gestern. Wenn Sie frischen Fisch von heute haben wollen, dann müssen Sie morgen wieder kommen. So, einmal Bismarck und ein Bier, ja? Ja. Gut, muss ich noch mal in den Keller. Was gefällt dir besser? Schauspielerei oder hier der Fischverkauf? Weil du hast ja unglaublich viel mit Menschen auch zu tun, ne? Ja, das macht mir beide Spaß. Also das ist tatsächlich hier wie Schauspielerei. Ja? Ja, ich habe ja im Prinzip auch so mein Kostüm an Aha. und das ist meine Bühne und es ist manchmal ganz lustig hier. Okay. Und wenn du mir einen kulinarischen Tipp geben würdest, was wäre das? Außer Fahr einmal im Kreis Fisch und komm mit wieder zu mir. Und das ist auch schön hier auf der Halbinsel. Man kann sich mal so richtig durchpusten lassen vom Wind, hört dabei trotzdem die Wellen, die Vögel, das Plätschern und vergisst alle seine Sorgen. Von der Boddenseite geht's nun wieder an die Ostsee. Willkommen in Zingst. Zingst, so heißt sowohl der östliche Teil der Halbinsel als auch der Hauptort, ein anerkanntes Ostseeheilbad. Unbestrittener Magnet, wie bei allen Bädern an der Küste, ist auch hier die Ostsee, allerdings mit einer Besonderheit. Teile des 15 Kilometer langen weißen Puderzucker-Sandstrandes werden im Sommer zur Bühne und Ausstellungsfläche. Jedes Jahr im Frühsommer findet hier in Zingst das Umweltfotofestival statt. Und mittlerweile stellen hier wirklich Stars der internationalen Fotografieszene ihre Kunstwerke aus, und zwar direkt am Strand. Und der Künstler, der dieses Jahr dabei ist, ist Michael Muller, der normalerweise Hollywood-Stars porträtiert. Leonardo DiCaprio zum Beispiel, Brad Pitt. Jetzt sind es Haie. Und ich frage mich, ob es wirklich eine vertrauensbildende Maßnahme ist, den weißen Hai direkt am Badestrand von Zingst aufzubauen. Aber es ist auf jeden Fall etwas, das man niemals vergessen wird. Und darum geht es ja auch ein bisschen beim Urlaub, ne?
Von der anderen Seite der Seebrücke schallt inzwischen Musik herüber. Abendliches Tanzen hat schon angefangen, aber ich stelle mich jetzt einfach dazu und guck mal, ob ich noch mitmachen kann. Zurück. Tja, ich habe nicht gefragt, aber das muss man auch nicht. In dieser ausgelassenen Stimmung scheint jeder willkommen zu sein. Und das Vergnügen am Tanzen steckt an. Oh. Ich finde das so toll, dass man einfach mitmachen kann, oder? Ich auch. Und er macht es ja auch so, dass man die ganze Zeit auch dazu stoßen kann, ne? Einmal links, einmal rechts. Ja! Links. Beim Zingster Strandtanz gilt die alte Schlagerweisheit. Ein bisschen Spaß muss sein. Wenn Sie mehr die rechte Wein, kein Wein. Das ist dein Mann, ne? Ja, er kriegt Schnappatmung hier schon. Ich bring Sie morgen. Nein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Fühlt schon. Karibik in Zingst. Ich bin schon kurz vor der Anmeldung bei Let's Dance. Und 4. 1, 2, 1, 2 und 4. Ihr veranstaltet hier eine tolle Sache, finde ich. Ja. Wie oft macht ihr das? Also wir machen das seit 10 Jahren und im Sommer 6 Wochen lang. Sehr gut. Achtung. Jede Woche haben wir ein anderes Thema. Also wir haben Salsa, Bachata, Merengue, Rock'n'Roll, Charleston. Also da kann jeder mitmachen, ohne Vorkenntnisse. Und unsere Intention ist auch nicht, dass hier wir Tänzer ausbilden, sondern dass es nur um Spaß geht. Ja, und ich finde, man sieht es schon. Alle haben Spaß, alle haben leuchtende Augen, oder? Das ist das Schöne. Ja. Das ist das Dankeschön, worüber wir uns auch immer sehr freuen. Ja, ich mache auch gleich weiter. Was mit dir? Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Und dann werde ich noch einmal richtig gefordert. Zusammen. Oh, danke. Sehr schön. Das war schön. Eine Woche Urlaub auf der Halbinsel Fischland, das Zingst, liegt jetzt hinter mir. Und ich habe so viel erlebt. Ganz viel Natur, ganz viel Wasser, Ostsee, Bodden und ganz, ganz viel Kultur. Also es ist auf jeden Fall ein Urlaub, der einen etwas atemlos hinterlässt, auch wegen der vielen schönen Eindrücke.